What was weird about Antarctica? There's nothing there. Why do we have these weird structures that no one can really explain? And when you think about the fact that there's so much evidence that we were hit by comets, that we were hit by large objects. Like, I didn't know about that enormous crater that's in Antarctica. Mit der Antarktis stimmt etwas nicht. Chinesische Forscher erwarteten nicht viel, nur eine weitere Expedition bei kaltem Wetter. Was haben sie stattdessen gefunden? Ein riesiges Gebilde. Geometrisch. Uralt. Unmöglich. Ein vergrabener Krater, der so riesig ist, dass er durch einen Einschlag der Ausrottungsstufe verursacht worden sein könnte. Und nicht nur Wissenschaftler sprechen darüber, sondern auch Joe Rogan. Reddit explodiert. Das Geflüster macht Schlagzeilen. Warum sprechen die führenden Politiker der Welt nicht darüber? Warum jetzt? Und was genau verbirgt sich unter dem Eis der Antarktis? Chinas Suche nach den Geheimnissen der Antarktis. Hinter der gefrorenen Stille der Antarktis verbirgt sich eine der stillsten und dramatischsten Veränderungen in der modernen Forschung. Und China steht im Zentrum dieser Entwicklung. In nur wenigen Jahrzehnten hat sich China von einem Land, das auf dem südlichsten Kontinent keinen Fußabdruck hinterlassen hat, zu einer wissenschaftlichen Supermacht in dieser Region entwickelt. Aber dieser Aufstieg war nicht nur schnell, er war auch präzise, kalkuliert und für viele Beobachter seltsam ruhig. Es begann 1980, als China eine Einladung Australiens annahm, Wissenschaftler in die Antarktis zu entsenden. Nur 4 Jahre später starteten sie ihre erste unabhängige Expedition. Bereits 1985 hatten sie ihre erste Forschungsstation, die Great Wall Station, auf der windgepeitschten King George Island errichtet. Bald darauf folgte die Zhongshan-Station an der Ostküste, die ihnen eine strategische Doppelpräsenz auf dem gesamten Kontinent ermöglichte. Aber China hat nicht nur Außenposten gebaut. Es bettete sich selbst in das globale System der Antarktis ein. Bis 1985 sicherte sich das Land den vollen Beraterstatus im Antarktisvertrag. Ein Schritt, der ihm politische Entscheidungsgewalt in einer der sensibelsten Zonen der Welt verlieh. Von außen betrachtet sah es nach wissenschaftlicher Routine aus. Ruhiger, methodische Forschung zu Krillpopulationen, Meeresströmungen und elektromagnetischen Phänomenen. Aber die Intensität und die Diskretion ihrer Bemühungen ließen aufhorchen. Im Gegensatz zu vielen westlichen Ländern, die ihre Ergebnisse routinemäßig veröffentlichen, kamen Chinas Berichte oft mit wenig oder gar keinem Trara daher. Podcaster wie Joe Rogan haben eine interessante Frage aufgeworfen. Wenn die Antarktis nur Eis ist, warum engagieren sich dann so viele Nationen so stark und so geheimnisvoll für sie? Diese Frage drängt sich auf. Wenn man bedenkt, dass China innerhalb von nur 10 Jahren 2 permanente Stationen gebaut und im stillen jahrzehntelange strategische wissenschaftliche Forschung unter dem Eis betrieben hat. Diese Eisschichten enthalten die tiefsten Klimaaufzeichnungen der Erde, die Hunderttausende von Jahren zurückreichen. Doch angesichts des Umfangs der Investitionen und der Geheimhaltung fragen sich viele, geht es hier wirklich um Klimawissenschaft oder um etwas viel Wichtigeres? In den 1990er Jahren begann China, mit Japans nationalem Polarforschungsinstitut zusammenzuarbeiten und übernahm das Wissen und die Erfahrung von Ländern, die schon lange in der Region tätig waren. Um die Jahrtausendwende war China kein Neuling mehr. Sie waren ein wichtiger Akteur, aber das war noch nicht alles. Je tiefer sie, im wahrsten Sinne des Wortes, in die alten Schichten der Antarktis eindrangen, desto mehr Fragen tauchten auf. Was hofften sie, unter dem Eis zu finden? Beweise für antike Einschläge, prähistorisches Leben oder Daten, die das, was wir über die ferne Vergangenheit der Erde zu wissen glauben, neu gestalten könnten? Offizielle Antworten liegen nicht vor. Aber eines ist klar: Chinas Anstrengungen in der Antarktis lassen nicht nach. Sie werden ausgeweitet. Vorsichtig, leise und zielgerichtet. Was denken Sie? Gibt es mehr unter dem Eis, als uns gesagt wird? Und was genau will China dort finden? Bemerkenswerte Entdeckung von Pinguinkot. Es war keine vergrabene Ruine oder ein seltsames Objekt unter dem Eis, das China seine schockierendste Entdeckung in der Antarktis bescherte. Es war etwas viel Unerwartetes und irgendwie eklig. Pinguinkacke. Ja, Sie haben richtig gehört. Während die meisten Wissenschaftler tief in Eiskerne bohrten oder Landschaften mit Satelliten abtasteten,
beschloss ein chinesischer Geochemiker, dort zu suchen, wo sich sonst niemand hinwagte, in den gefrorenen Schichten von Pinguinkot, die sich seit Tausenden von Jahren still und leise an den Küstenfelsen der Antarktis angesammelt hatten. Und was er herausfand, veränderte nicht nur die Wissenschaft, es veränderte auch die Art und Weise, wie wir die Klimageschichte der Erde lesen. Im Jahr 2000 veröffentlichte Dr. Sun Liguang eine Studie in Nature, einer der angesehensten wissenschaftlichen Zeitschriften der Welt. Seine Forschung entschlüsselte eine 3000-jährige Klimageschichte, nicht durch Eis oder Fossilien, sondern durch Vogelabfälle, mit einer von ihm entwickelten Technik. Durch sogenannten Typomorphic Element Combination Analysis hat Sun Elemente wie Phosphor, Fluor und Kupfer in verschiedenen Schichten des alten Guano gemessen. Jede Schicht erzählte eine Geschichte, nicht nur darüber, was die Pinguine gefressen hatten, sondern auch darüber, wie sich die Umwelt um sie herum verändert hatte. Und das Ergebnis ist verblüffend. Die Pinguinpopulationen stiegen und fielen in direktem Einklang mit den langfristigen Klimamustern. Warmzeiten bedeuteten einen Boom bei Krill und Fisch und mehr Pinguine. Kälteperioden, unterbrochenes Meereis, Nahrungsmangel und die Populationen brachen zusammen. Plötzlich wurden diese Kolonien zu natürlichen Klimahistorikern, die das Auf und Ab der Erde über Jahrtausende hinweg leise aufzeichneten. Und hier wird es erschreckend. Die Daten zeigten, dass selbst allmähliche, natürliche Klimaveränderungen zu massiven ökologischen Veränderungen führten. Was sagt das über die Geschwindigkeit und das Ausmaß der heutigen, vom Menschen verursachten Klimakrise aus? Die Implikationen treffen uns hart. Wenn die Pinguine schon früher Schwierigkeiten hatten, sich anzupassen, welche Hoffnung haben wir dann jetzt, wo die Temperatur schneller steigt als je zuvor aufgezeichnet? Dieser alte Guano dient nun als Spiegel, der nicht nur die Vergangenheit, sondern auch unsere Zukunft reflektiert. Es ist nicht mehr nur eine skurrile Geschichte über Kacke, es ist eine Warnung. Eine 3000 Jahre alte Botschaft, eingebrannt in die gefrorenen Ränder der Welt, die uns sagt, wohin wir uns bewegen könnten. Und jetzt kommt der Clou. China ist nicht einfach darüber gestolpert. Es hat sich dafür weltweit Respekt verschafft. Während der Westen mit auffälligen Weltraumteleskopen und Mars-Rovern für Schlagzeilen sorgte, machte China im Stillen eine der wichtigsten Klimaentdeckungen des Jahrhunderts, mit Chemie, Geduld und Pinguinabfällen. Selbst jemand wie Joe Rogan würde wahrscheinlich innehalten und sagen, Moment mal, wir haben die Klimageheimnisse des Planeten durch Vogelkacke entschlüsselt? Wild. Aber das ist ja das Schöne daran. Die wichtigsten Hinweise der Natur sind nicht immer im Verborgenen zu finden. Manchmal liegen sie offen zutage, in aller Deutlichkeit, eingefroren in der Zeit. Und wie wir bald sehen werden, war das erst der Anfang. Denn das nächste, was China unter dem Eis fand, stammte nicht von Pinguinen. Es stammte nicht einmal aus dieser Zeit. Und es könnte alles verändern, was wir darüber zu wissen glaubten, wer oder was vor uns kam. Eisbohrkerne entschlüsseln die Vergangenheit der Erde. Vergessen Sie Pinguinkacke und Vulkanstaub. Dieser nächste Durchbruch geht viel tiefer. An einem Ort, der so abgelegen und unwirtlich ist, dass er auch ein anderer Planet sein könnte, hat China im antarktischen Eis gebohrt und die detaillierteste Klimazeitkapsel der Erde herausgeholt. Diese gefrorenen Bohrkerne zeichnen nicht nur die Vergangenheit auf, sondern warnen uns auch vor der Zukunft. Dome Argus, der höchste und kälteste Punkt des Kontinents. Das Eis hier ist nicht nur uralt, es ist auch rein, ungestört und voller Geheimnisse. Und was chinesische Forscher hier entdeckt haben, könnte unser Verständnis von Klimawandel, globaler Erwärmung und sogar dem Schicksal von Küstenstädten auf der ganzen Welt verändern. Im Jahr 2004 startete China sein bisher ehrgeizigstes Klimaforschungsprojekt. Das Ziel, tief in den antarktischen Eisschild am Dome Argus, auch bekannt als Dome A, bohren und Bohrkerne bergen, die seit Tausenden von Jahren nicht mehr das Licht der Welt erblickt hatten. Klingt einfach, oder? Nicht einmal annähernd. Dome A ist einer der unwirtlichsten Orte der Erde. Wir reden hier von Temperaturen, die bis auf -58 Grad Celsius fallen, von heulenden Winden und einer Höhe, die so hoch ist, dass sie den Sauerstoffgehalt durcheinander bringt. Trotz aller Widrigkeiten hat das chinesische Team es geschafft. Ihren ersten großen Erfolg erzielten sie mit einem 108 Meter langen Eiskern, einem gefrorenen Rohr, das wie die Jahresringe eines Baumes geschichtet ist.
bei dem aber jeder Zentimeter etwas über die Erdatmosphäre zu dieser Zeit aussagt. Im Jahr 2009 stießen sie noch tiefer vor und entnahmen einen 800 Meter langen Kern. Dan. Im Jahr 2019 gelang ihnen der erstaunlichste Durchbruch. Ein durchgehender Eis- und Gletscherkern wurde mit einer selbstgebauten Ausrüstung durch 200 Meter festes Eis gebohrt. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die meisten Länder sind für diese Art von Tiefseebohrungen auf importierte Spezialausrüstung angewiesen. Nicht aber China. Sie entwickelten ihre eigene Technologie, die von Grund auf so konzipiert war, dass sie unter den brutalen Bedingungen der Antarktis überleben konnte. Dabei ging es nicht nur um Wissenschaft, es war ein mutiger Schritt. Es sagte, dass wir nicht mehr nur an der globalen Forschung teilnehmen. Wir führen sie an. Was hat es also mit diesen Eiskernen auf sich? Alice. Eisbohrkerne sind die zuverlässigsten Aufzeichnungen über die Klimageschichte der Erde. Jede Schicht birgt mikroskopisch kleine Anhaltspunkte. Staubpartikel, eingeschlossene Gase wie Kohlendioxid und Methan, sogar Ablagerungen aus alten Vulkanen. Es ist, als würde man einen mehrere tausend Jahre alten Kuchen aufschneiden und darin Quittungen aus jedem Jahrzehnt finden. Chinas Bohrkerne lieferten den Wissenschaftlern eindeutige Beweise dafür, wie sich die Erdatmosphäre entwickelt hat, und bestätigten große Schwankungen der Temperatur und der Gaskonzentration lange vor der industriellen Aktivität. Aber jetzt wird es beängstigend. Diese Veränderungen vollzogen sich über Tausende von Jahren. Heute erleben wir, wie sich ähnliche Veränderungen in nur wenigen Jahrzehnten vollziehen. Dieses Tempo ist nicht nur rasant, es ist besorgniserregend. Und das Eis bestätigt es. Diese Bohrkerne haben zum Beispiel dazu beigetragen, zu bestätigen, dass vergangene Warmzeiten zu plötzlichen Meeresspiegelanstiegen führten, manchmal um mehrere Meter in einem relativ kurzen geologischen Zeitrahmen. Einfacher ausgedrückt, wenn die Vergangenheit ein Indikator ist, sind unsere Küsten in ernsten Schwierigkeiten. Städte wie Miami, Lagos und Jakarta könnten schneller als gedacht von steigenden Fluten bedroht sein. Aber das ist noch nicht alles. Die subglazialen Proben aus dem Jahr 2019, die unter dem Eisschild entnommen wurden, bieten einen einzigartigen Einblick in die physikalischen Wechselwirkungen zwischen dem Eis der Antarktis und dem Gestein darunter. Diese Schnittstelle ist entscheidend. Sie bestimmt, wie schnell das Eis schmilzt, wie schnell die Gletscher ins Meer abrutschen und wie instabil ganze Regionen sein könnten, wenn das Eis ins Rutschen gerät. Und wer stellt der Welt diese bahnbrechenden Daten zur Verfügung? China. Deshalb ist diese Entdeckung nicht nur von wissenschaftlicher Bedeutung, sie ist geopolitisch. Kunlun ist nicht irgendein vorübergehender Außenposten. Es ist eine hochmoderne Forschungsbasis, die für extreme Klimastudien gebaut wurde und an einem der rauesten Orte der Erde liegt. Und sie ist Jahr für Jahr in Betrieb und sammelt Daten, die sonst niemand sammeln kann. Man konnte fast hören, wie Joe Rogan es sagte. Alter, die leben da draußen auf einer Art Weltraumeis, bauen ihre eigene Ausrüstung und bohren in der Vergangenheit des Planeten. Das ist ziemlich glaubwürdig, denn diese Eiskerne sind nicht nur gefrorene Relikte. Sie sind Warnungen. Sie sagen uns, dass es schon einmal eine Klimakatastrophe gegeben hat. Und wir rasen auf eine weitere zu. Nur dass wir diesmal das Gaspedal voll durchdrücken. Im Gegensatz zu den natürlichen Veränderungen in der Vergangenheit ist der heutige Wandel menschengemacht. Und anders als in der Vergangenheit können wir nicht sagen, wir hätten es nicht kommen sehen. Wenn Sie also das nächste Mal von steigenden Meeresspiegeln, Superstürmen oder schmelzenden Gletschern hören, sollten Sie wissen, dass ein Teil dieses Wissens von einem Ort stammt, an dem kein Mensch leben kann, und aus den Händen von Wissenschaftlern, die fast unmögliche Chancen hatten, es zu vermitteln. Aber wenn das schon unter dem Eis liegt, wie sieht es dann erst in den verborgenen Gebirgszügen der Antarktis aus? Bleiben Sie dran. Was China als nächstes entdeckt, könnte den Boden unter ihren Füßen erschüttern. Geologische Wunderwerke des Gamburzew-Gebirges. Unter einer fast 2 Meilen dicken Eisschicht liegt ein Gebirge begraben, das so gewaltig, so alt und so unberührt ist, dass es sich genauso gut auf einem anderen Planeten befinden könnte. Aber das ist keine erfundene Geschichte. Es ist das, was chinesische Wissenschaftler in der Ostantarktis während einer der ehrgeizigsten geologischen Untersuchungen in der Geschichte der Polargebiete entdeckt haben. Während Pinguinkolonien und Eisbohrkerne für Schlagzeilen sorgen, geht es bei dieser Entdeckung um etwas viel Ursprünglicheres. Stein, Druck und das verborgene Skelett der Erde selbst. Das Gamburzew-Gebirge,
oft auch als Geistergebirge bezeichnet, gehört zu den am wenigsten erforschten Gebirgszügen der Erde. Nicht, weil sie klein sind, sondern weil sie völlig unter dem großen Eisschild der Antarktis verborgen sind. Für das bloße Auge unsichtbar und für Fußgänger unerreichbar, erstrecken sich diese Gipfel in völliger Dunkelheit und Stille über die Ostantarktis. Bis sich China mit modernster Technologie einschaltete, blieb vieles, was unter dem Eis lag. Speculation. Während einer Reihe von geologischen Expeditionen in den 2000er Jahren sondierten chinesische Wissenschaftler mit Hilfe von Bodenradar, seismischer Bildgebung und Satellitendaten die eisigen Tiefen. Was sie fanden, schrieb die Geschichte der tektonischen Entwicklung der Antarktis neu. Unter der gefrorenen Kruste kartierten sie lange, schmale Alpentäler, die zwischen steilen Bergkämmen verlaufen und Zeugnisse alter geologischer Aktivitäten sind, die sich wie Fossilien unter dem Eis erhalten haben. Bei diesen Tälern handelte es sich nicht nur um gewöhnliche Vertiefungen im Gelände. Sie erzählen die Geschichte kolossaler tektonischer Kräfte, die einst die Kruste des Kontinents dehnten, verformten und modellierten. Es wird angenommen, dass sich das Gamburzew-Gebirge vor über 1 Milliarde Jahren gebildet hat und später vor etwa 250 Millionen Jahren durch die Kollision von Kontinentalplatten verjüngt wurde. Die Täler, die Geologen als Längstäler bezeichnen, sind Überbleibsel dieser gewalttätigen Vergangenheit. Ihr Vorhandensein bestätigt, dass diese verschütteten Berge nicht nur statische Relikte waren. Sie wurden durch intensive und wiederholte geologische Umwälzungen geformt. Aber jetzt wird es erst richtig interessant und ein wenig beunruhigend. Die Berge mögen uralt sein, aber ihr Einfluss auf die heutige Welt ist alles andere als tot. Wenn sich die Antarktis erwärmt und das Eis zu schmelzen und sich zu verschieben beginnt, könnte die Struktur des Bodens darunter, insbesondere in Gebieten wie den Gamburzews, Einfluss darauf haben, wie schnell diese Schmelze voranschreitet. Wenn der Untergrund mit alten Verwerfungen und Schwachstellen durchsetzt ist, könnten Teile des Eisschilds schneller zusammenbrechen, als es die Modelle derzeit vorhersagen. Was darunter liegt, könnte das, was oben passiert, sogar noch beschleunigen. Denken Sie einen Moment darüber nach. Ein Gebirgszug, der Millionen von Jahren verborgen war, könnte eine Schlüsselrolle für die Zukunft des Klimas auf der Erde spielen. Und es bedurfte einer ruhigen, methodischen chinesischen Expedition, um diese Wahrheit aus dem Eis zu holen. Dies war nicht die Art von Arbeit, die für aufsehenerregende Schlagzeilen sorgt. Im Gegensatz zu Eiskernbohrungen oder dem Aufspüren von Pinguinen ist die geologische Kartierung eine langsame, bedächtige Wissenschaft, bei der schwache seismische Signale interpretiert und mit Radarschatten abgeglichen werden müssen. Aber der Gewinn ist gewaltig. Diese Untersuchungen trugen zu globalen tektonischen Modellen bei und bildeten die Grundlage für Projektionen des Meeresspiegelanstiegs, die in klimapolitischen Diskussionen weltweit verwendet werden. Während sich andere Länder auf das Eis und die Atmosphäre konzentrierten, ging China im wahrsten Sinne des Wortes in die Tiefe, um zu erforschen, was das Ganze zusammenhält. Für Joe Rogan und sein Publikum ist dies die Art von verblüffender Geschichte, die uralte Erdgeschichte mit modernen geopolitischen Ambitionen verbindet. Sie sprechen von Bergen, die noch nie jemand gesehen hat und die Ereignisse beeinflussen, die Küstenstädte auf der ganzen Welt betreffen könnten. Es ist die Art von Wissen, die unser Denken über Stabilität, sowohl planetarisch als auch politisch, verändert. Wie Rogan es ausdrücken würde, haben sie eine ganze Bergkette unter der Antarktis gefunden. Und es könnte ein Teil dessen sein, was darüber entscheidet, wie schnell die Ozeane steigen. Das ist nicht nur wild, das ist geradezu weltverändernd. Wenn Sie also Chinas ruhige, kalkulierte Schritte auf dem Kontinent beobachten, sollten Sie nicht vergessen, dass einige der wichtigsten Entdeckungen gar nicht an der Oberfläche stattfinden. Sie spielen sich tief unter dem Eis ab, wo Stein Geschichten aufzeichnet, die kein Satellit sehen und keine Drohne erreichen kann. Von Bergen bis zu Geheimnissen. Joe Rogan hat viel über die Antarktis zu erzählen. Betreten wir das Jari-Studio. Joe Rogans Faszination für die Antarktis. Rogan ist nicht besessen von dem gefrorenen Kontinent, aber er ist unbestreitbar fasziniert und kehrt in einer Handvoll Episoden mit Gästen zurück, die seine Geheimnisse zum Leben erwecken, wenn es darum geht, die Grenzen des menschlichen Verständnisses zu erforschen. Gibt es nur wenige Plattformen, die das besser können als The Joe Rogan Experience. Die Antarktis mit ihren eisigen Rätseln und verborgenen Geheimnissen liegt genau an der Schnittstelle zwischen Mysterium und Wissenschaft. Ein Ort,
der wie geschaffen ist für Rogans hochkarätige Spekulationen und verrückte Theorien. Untersuchen wir, wie Rogans Gespräche über die Antarktis nicht nur unterhalten, sondern auch die Themen der kühnen Entdeckungen Chinas, den Reiz des Unbekannten und das Gefühl widerspiegeln, dass etwas dort unten einfach nicht stimmt. In mehreren Episoden hat Joe Rogan auf dem weißen Kontinent herumgestochert. Herumgestochert und herumgestochert. Nicht aus reiner Neugier, sondern weil die Antarktis ein Ort ist, an dem harte Wissenschaft auf alte Legenden trifft. Und diese Spannung ist Rogans Spezialgebiet. Ob ein Navy SEAL über tödliche Gefahren spricht oder ein Historiker, der über die Zivilisationen vor der Eiszeit theoretisiert. Der gefrorene Süden ist mehr als nur eine Eismasse. Er wird zu einer Figur in der umfassenden Geschichte menschlicher Ignoranz, des Überlebens und vielleicht sogar der Vertuschung. Einer der fesselndsten Momente in der Antarktis erlebte Rogan in Folge 1429 mit Colin O'Brady, dem Mann, der den gesamten Kontinent allein und ohne fremde Hilfe durchquerte. 54 Tage lang schleppte O'Brady einen 400-Pfund-Schlitten über 932 Meilen seelenzerfetzendes Eis. Rogan war fasziniert, nicht nur von der körperlichen Ausdauer, sondern auch von der psychischen Belastung einer solchen Reise. Man befindet sich buchstäblich am Rande der Welt. Man. Und die Stille? Das würde mich verrückt machen, sagte er. O'Brady beschrieb Momente, in denen das Eis zu atmen schien, in denen er das Gefühl hatte, dass ihn etwas beobachtete. Dieser mysteriöse Unterton passt unheimlich gut zu dem, was chinesische Forscher an Orten wie Dome A ertragen müssen, wo die Wissenschaft bei Minusgraden zu einem Kampf gegen Isolation und Erfrierungen wird. Der Zusammenhang: Die Antarktis stellt Menschen auf die Probe und bringt Dinge ans Licht. Spulen Sie vor zu Folge 1996 mit Andy Stumpf, einem ehemaligen Navy SEAL mit Erfahrungen aus erster Hand in extremen Umgebungen. Stumpf nahm kein Blatt vor den Mund. Er beschrieb Gletscherspalten, die Panzer verschlucken könnten, UV-Strahlen, die durch das Ozonloch verstärkt werden, und eine Logistik, die so brutal ist, dass ein Fehler da draußen keine Verletzung bedeutet, sondern dass man verschwindet. Rogans Reaktion: totale Faszination. Es ist, als ob die Erde uns dort nicht haben will, überlegte er. Dieses Gefühl überschneidet sich mit den chinesischen wissenschaftlichen Expeditionen, über die wir gesprochen haben. Wenn chinesische Teams tödlichem Gelände trotzen, um Klimadaten zu gewinnen, leisten sie nicht nur einen Beitrag zur Wissenschaft, sondern überleben an einem Ort, der menschlichen Anwesenheit aktiv feindlich gegenüberzustehen scheint. Dann kam Folge 2136, in der Rogan Graham Hancock und Flint Dibble zu Gast hatte. Hancock, der für seine kontroversen Ansichten über verlorene Zivilisationen bekannt ist, lenkte das Gespräch auf alte antarktische Karten, insbesondere die Piri-Reis-Karte. Angeblich um 1500 gezeichnet, scheint es die antarktische Küste ohne ihre Eisdecke darzustellen. Rogan war nicht überzeugt. Aber er beugte sich vor. Die Menschen könnten also schon von diesem Ort gewusst haben, bevor er gefroren war? Dieselbe Frage stellt sich auch bei den geologischen Funden Chinas, wie den Tälern des Gamburzew-Gebirges, die darauf hindeuten, dass das eisige Grab der Antarktis eine reiche Vorgeschichte verbirgt, während die etablierten Wissenschaftler Hancocks wilde Behauptungen zurückweisen, spiegelt die Neugier, die erweckt, die Intrigen wider, die hinter Chinas stillen, kalkulierten Erkundungen stehen. In einer weiteren Folge ging Rogan mit dem Komiker und Verschwörungsenthusiasten Sam Tripoli der Operation Hochsprung auf den Grund. Die 1946 von der US Militärmission in die Antarktis, an der fast 5000 Männer und eine Flotte von Schiffen beteiligt waren, war offiziell eine wissenschaftliche und militärische Übung. Aber für Tripolis war es etwas viel Bedrohlicheres. Geschichten über UFOs, geheime Nazi-Stützpunkte und vermisstes Personal machten die Runde. Rogan wehrte sich, aber nicht zu heftig. Das ist eine wilde Geschichte. Aber warum schickt man so viele Leute? Nur um Ausrüstung zu testen? Fragte er. Die Frage blieb haften. Für Rogan schrillen die Alarmglocken, wenn eine Regierung so viel Interesse an einem Ort zeigt, an dem niemand lebt. Diese Perspektive fügt der Präsenz Chinas auf dem Kontinent eine weitere Ebene hinzu. Warum der plötzliche Vorstoß in die Tiefenforschung, in abgelegene Außenposten und in fortschrittliche Technologien in einer der trostlosesten Zonen der Welt? Was all diese Episoden miteinander verbindet, ist Rogans zentraler Instinkt, alles zu hinterfragen. Die Antarktis,
die durch den Vertrag von 1959 abgeschottet und für den größten Teil des Planeten unzugänglich ist wie eine riesige verschlossene Tür. Und verschlossene Türen? Rogan will wissen, was dahinter steckt. China's Studien. Seien es die mikrobiellen Befunde, die Pinguin-Code-Daten oder die in altem Gestein vergrabenen tektonischen Geschichten, nähren genau dieses Narrativ. Deshalb ist Chinas Arbeit wichtig, nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Diskussion darüber, was unter der Oberfläche unserer Welt liegt. Rogan hat uns dazu gebracht, alles zu hinterfragen. Aber was bedeuten Chinas Entdeckungen für die Welt von heute? Lassen Sie uns abschließen. Globale Auswirkungen, Chinas antarktisches Erbe. Was wäre, wenn das Beängstigende an der Antarktis nicht geheime außerirdische Technologien oder Geheimdiensteinsätze sind, sondern etwas viel Realeres, etwas Kälteres, etwas Messbares? Daten. In diesem letzten Kapitel tauchen wir nicht in Mythen oder Theorien ein, sondern in das Unbestreitbare. Bei der Geschichte Chinas in der Antarktis geht es nicht um Flaggen oder das Recht, mit der Grenze zu prahlen. Es geht um harte Wissenschaft. Und die Warnungen, die jetzt aus dem südlichen Eis kommen, sind kein Geflüster, sie sind Alarm. Spulen wir zurück zu etwas unerwartet Starkem, Pinguin-Code. Ja, Kotthaufen. Aber nicht irgendeiner. In den gefrorenen Küstengebieten der Antarktis konserviert, wurden diese Guano-Schichten zu biologischen Zeitmaschinen. Das war kein Scherz. Es war ein Durchbruch. Ein Durchbruch, der die Art und Weise verändert hat, wie wir die Vergangenheit verfolgen und die Zukunft vorhersagen. Aber das war erst der Anfang. Dann kamen die Eisbohrkerne. Was sie herausholten, waren gefrorene Zylinder, die mit prähistorischer Luft gefüllt waren, winzige Zeitkapseln von vor Hunderttausenden von Jahren. Darin dramatische CO2-Spitzen, plötzliche Temperaturschwankungen und ozeanische Störungen, die die heutigen Trends widerspiegeln. Die Botschaft war klar. Die Erde hat sich schon einmal schnell verändert und sie kann es wieder tun. Unter dem kilometerlangen Eis der Antarktis liegt ein verstecktes Gebirge, das Gamburzew-Gebirge, das mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist. Mit Hilfe von Radar und seismischer Technologie haben chinesische Wissenschaftler das Gebirge kartiert. Warum ist das wichtig? Weil dieses uralte Skelett den Eisfluss steuert. Wenn sich das Gestein darunter aufgrund der Erwärmung verschiebt, könnten sich die Gletscher darüber schneller bewegen. Hinzu kommt die 2012 gestartete CAERA-Initiative Chinas, eine langfristige Strategie zur Überwachung der polaren Ozeane, atmosphärischer Veränderungen und des Verhaltens der Eisschilde. Auf der Station Inexpressible Island in der Nähe des Rossmeeres sammelt ein Hightech-Außenposten nun kontinuierlich Satellitendaten, Meeresmessungen und biologische Proben. Und jetzt kommt der Clou. Nichts davon ist versteckt. Diese Erkenntnisse sind nicht im Verborgenen vergraben. Sie wurden veröffentlicht, von Fachleuten begutachtet und mit Wissenschaftlern in aller Welt geteilt, während einige noch immer nach verborgenen Geheimnissen suchen. Sagt Chinas Forschung, die dringendste Wahrheit ist bereits da. Es ist der Planet selbst, der den Alarm auslöst. Das bedeutet, dass die Zeitachse des Klimawandels nicht abstrakt ist. Er ist in Schmelzraten, Pinguinwanderungen und Gletscherfundamenten festgehalten. Und während die Welt über Theorien debattiert, türmen sich die Beweise in kalten, harten Schichten auf. Dies ist keine Geschichte darüber, was sich unter dem Eis befindet. Es geht darum, was bereits ans Tageslicht gekommen ist und wie wenig Zeit wir noch haben, um darauf zu reagieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe.